Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass der Lottogewinn keine Frage des Glücks ist, sondern eines göttlichen Gesetzes, das du heute lernen kannst, anzuwenden? Stellen Sie sich einen gewöhnlichen Menschen vor, wie Sie oder ich, der nicht nur einmal, sondern 8-mal im Lotto gewonnen hat. Das ist kein Zufall. Es ist die Kraft von Neville Goddards Lehren in Aktion. Ich weiß, dass es jetzt unmöglich erscheinen mag, aber bleiben Sie bei mir, denn in diesem Video erfahren Sie, wie Sie das Gesetz der Annahme nutzen können, um Geld anzuziehen, Ihre Wünsche zu manifestieren und Ihre Realität zu transformieren, und zwar ab heute. Während wir diese Ideen erkunden, lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen. Was ist der größte finanzielle Traum, den Sie erreichen möchten? Dies zu teilen, kann der erste Schritt sein, um es wahr werden zu lassen. Wenn Sie bereit sind, Ihr Glück beiseite zu legen und die Kontrolle über Ihr finanzielles Leben zu übernehmen, abonnieren Sie den Kanal und lassen Sie uns gemeinsam in die Lehren von Neville Goddard eintauchen. Viele Menschen glauben, dass ein Lottogewinn oder das Anziehen von Geld eine Frage des Glücks, des reinen Zufalls oder sogar der härteren Arbeit als alle anderen ist. Aber wenn das wahr wäre, warum sind dann so viele weiterhin in einem Kreislauf der Knappheit gefangen, obwohl sie alles geben? Lassen Sie uns gemeinsam darüber nachdenken. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie oft du jemanden sagen gehört hast, wenn ich Glück hätte, wäre mein Leben anders? Oder vielleicht haben sie es sich selbst gedacht. Dachte ich schon. Aber hier ist etwas, das mich dazu gebracht hat, meine Meinung zu ändern. Studien zeigen, dass 70% der Lottogewinner innerhalb weniger Jahre alles verlieren. 70%. Das ist nicht nur eine Zahl, es ist ein klares Zeichen dafür, dass das Problem nicht mit dem Geld selbst zusammenhängt, auch nicht mit der Anzahl der Tickets, die sie kaufen oder den Überstunden, die sie machen. Das Problem liegt in der Art und Weise, wie wir über Geld denken, in der Art und Weise, wie wir den Überfluss betrachten. Vielleicht haben Sie sich schon einmal so gefühlt. Sie sitzen am Tisch, starren auf die Rechnungen, die immer wieder kommen, träumen von einem besseren Leben, ein größeres Haus, eine Traumreise oder einfach die Ruhe, sich keine Sorgen um das Ende des Monats machen zu müssen. Doch trotz aller Bemühungen scheint der nächste Schritt immer außer Reichweite zu sein. Ich kenne dieses Gefühl. Ich war dort, habe Münzen gezählt und mich gefragt, warum sich die Dinge nicht geändert haben. Und wisst ihr, was ich entdeckt habe? Das wirkliche Hindernis liegt nicht da draußen, im Chef, der keine Gehaltserhöhung gibt, in der Wirtschaft, die nicht hilft, oder im Glück, das nie kommt. Nein. Das Hindernis ist hier, in unserem Kopf. Es ist wie in einem Garten. Wenn du Zweifel, Angst oder Gedanken wie Geld ist schwer zu bekommen säst, erntest du Knappheit. Und das Schlimmste ist, dass die meisten von uns es tun, ohne es überhaupt zu merken. Denken Sie an jemanden, den Sie kennen, jemanden, der den Ort nie zu verlassen scheint. Vielleicht arbeitet diese Person hart, beschwert sich aber immer, sagt immer Dinge wie „Es ist nie etwas übrig“ oder „Geld ist nichts für mich“. Diese Worte sind nicht nur Worte, sie sind Befehle, die der Verstand akzeptiert und in die Realität umsetzt. Ich habe gesehen, wie das einem Freund von mir passiert ist. Sie sagte immer wieder, dass sie nie in der Lage sein würde, ihre Schulden zu bezahlen. Und wissen Sie was? Die Schulden wuchsen nur. Es war kein Mangel an Anstrengung. Es war die Art und Weise, wie sie dachte. Und ich fragte mich, mache ich dasselbe? Bist du? Aber hier ist die gute Nachricht. Es muss nicht so sein. Was wäre, wenn das Geheimnis, Geld anzuziehen, nicht eine Frage des Glücks wäre, sondern darin, deine Gedanken und Überzeugungen mit dem Überfluss in Einklang zu bringen, den du dir wünschst? Was wäre, wenn du, anstatt darauf zu warten, dass das Universum dir einen Gewinnschein in den Schoß wirft, lernen könntest, diese Realität selbst zu erschaffen? Das ist genau das, was uns die Lehren von Neville Goddard zeigen, und das ist es, was wir gemeinsam erforschen werden. Bevor Sie fortfahren, sagen Sie mir, was hindert Sie Ihrer Meinung nach daran, jetzt mehr Geld anzuziehen? Denken Sie darüber nach? Denn die Antwort kann der erste Schritt sein, um alles zu verändern. Wie können wir also aus diesem Kreislauf der Knappheit herauskommen und anfangen, den Überfluss anzuziehen, den wir wollen? Die Antwort liegt in den Lehren von Neville Goddard,
die uns etwas Einfaches, aber Transformatives zeigen. Die Realität ist eine Reflexion unseres Bewusstseins. Das ist es, was er das Gesetz der Annahme nennt. Mit anderen Worten, das, was du in deinem Verstand für wahr hältst, was du tief in deinem Inneren wirklich glaubst, wird zu deiner Erfahrung. Es klingt wie Magie, ist es aber nicht. Es ist ein Gesetz, so real wie die Schwerkraft. Und das Beste? Jeder kann es nutzen, auch Sie. Denken Sie mit mir darüber nach. Im Lotto zu gewinnen oder Geld zu verdienen bedeutet nicht, mehr Lose zu kaufen oder auf einen glücklichen Zufall zu hoffen. Es geht nicht um das, was außerhalb von dir ist. Es geht darum, mit voller Überzeugung davon auszugehen, dass der Überfluss bereits dir gehört. Dein Verstand ist wie ein Spiegel. Er spiegelt genau das wider, was du glaubst. Wenn du in diesen Spiegel schaust und sagst, ich habe nie genug Geld, rate mal, was in dein Leben kommt? Mangel, überfällige Rechnungen, diese Leere in meiner Brust. Ich weiß das, weil ich so gelebt habe. Jahrelang habe ich mir immer wieder eingeredet, dass Geld hart ist, dass ich hart arbeiten muss, um etwas zu bekommen. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich schuftete weiter und das Geld rutschte mir immer wieder weg. Aber was wäre, wenn du das, was du zum Spiegel sagst, ändern würdest? Was wäre, wenn du ihn stattdessen ansiehst und sagst, Geld fließt mir leicht? Es geht nicht nur darum, um des Redens willen zu reden, es geht darum, es als Wahrheit zu fühlen. Neville lehrt uns, dass diese innere Veränderung, diese neue Art zu denken und zu glauben, eine äußere Veränderung schafft. Es ist wie bei der Umprogrammierung eines Radios. Man stellt sich auf eine neue Frequenz ein und plötzlich ändert sich die Musik. Ich habe das in der Praxis gesehen. Einmal beschloss ich, diese Idee zu testen. Ich begann mir vorzustellen, wie ich einen Geldsegen bekomme. Nichts Großes, nur etwas, mit dem ich anfangen kann. Ich sah mich lächeln, danken und die Freude spüren, dieses Geld in der Hand zu haben. Es dauerte nicht lange, bis ein Überraschungscheck mit der Post eintraf. Koinzidenz? Vielleicht. Aber nachdem es öfter passiert war, wusste ich, dass es mehr als das war. Und ihr müsst mir jetzt nicht glauben. Sie müssen nur offen sein, um es zu versuchen. Denn das Gesetz der Annahme ist kein Geheimnis, das einigen wenigen vorbehalten bleibt. Es ist ein Werkzeug, das in deinen Händen liegt und darauf wartet, benutzt zu werden. Im Lotto gewinnen, Schulden abbezahlen, freier leben, alles beginnt mit dem, was du heute für wahr hältst. Also, atme mit mir tief durch und spüre diese Möglichkeit. Du hast bereits die Macht, die Reflexion im Spiegel deines Geistes zu verändern. Jetzt, da Sie die Grundlage des Gesetzes der Annahme kennen, lassen Sie uns in die Details eintauchen, wie es funktioniert und warum Ihre Worte so viel Macht haben. Mal sehen, wie du deinen Geist auf Fülle programmierst. Komm mit mir. Nun, da Sie die Grundlage des Gesetzes der Annahme verstanden haben, lassen Sie uns tiefer eintauchen und sehen, wie es tatsächlich funktioniert. Neville Goddard hat uns eine klare Karte hinterlassen, und ich möchte Sie Schritt für Schritt durch sie führen, damit Sie sie heute in Ihrem Leben verwenden können. Lassen Sie uns dies in 3 logische Teile unterteilen, denn das Verständnis jedes einzelnen Teils wird Ihnen die Kraft geben, Ihre Realität zu transformieren, sei es, um im Lotto zu gewinnen, Geld anzuziehen oder einen anderen Traum, den Sie in Ihrem Herzen tragen. Lassen Sie uns zunächst über die Macht des Wortes sprechen. Neville sagte, dass deine Worte, sowohl die, die du laut sagst, als auch die, die in deinem Kopf widerhallen, wie Samenkörner sind, die im Unterbewusstsein gepflanzt werden. Denken Sie einen Moment darüber nach. Wenn Sie einen Apfelkern pflanzen, erwarten Sie nicht, dass ein Orangenbaum wächst, oder? Das Gleiche gilt für eure Gedanken und Worte. Wenn du sagst, ich bin reich und fühlst, dass es wahr ist, du redest nicht nur um des Redens willen, sondern du lässt diese Idee deine Brust wärmen, wie eine Sonne, die in dir scheint, beginnt deine Realität sich zu ordnen. Aber wenn du immer wieder sagst, ich habe nie genug oder Geld ist ein Problem, dann bilden diese Samen Wurzeln der Knappheit. Ich habe es getan, ohne es zu merken. Ich verbrachte den Tag damit, mich über die Rechnungen zu beschweren. Und wissen Sie was? Die Rechnungen stiegen nur noch. Bis ich eines Tages innehielt und dachte,
Was wäre, wenn ich die Samen, die ich pflanze, ändere? Ich fing an zu sagen, Geld kommt leicht zu mir, auch wenn mein Bankkonto etwas anderes sagte. Es geschah nicht über Nacht, aber die Dinge begannen sich zu ändern. Zusätzliche Arbeit hier, ein unerwartetes Geschenk dort. Deine Worte haben Macht. Welche Samen pflanzt du jetzt? Damit sind wir beim zweiten Teil, der Rolle des Unterbewusstseins. Hier passiert die Magie. Das Unterbewusstsein ist wie ein treuer Gärtner. Es hinterfragt nicht, was du ihm gibst. Es akzeptiert es einfach als Tatsache und beginnt sich zu kultivieren. Wenn du etwas mit Emotionen wiederholst, glaubt er es. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie halten einen Lottogewinnschein in der Hand. Schließen Sie für eine Sekunde die Augen und spüren Sie es. Das Papier in der Hand, das Lächeln im Gesicht, die Emotion des Sieges, die in deinem Körper pulsiert. Wenn du das tust und das Gefühl hast, dass es real ist, sagt dein Unterbewusstsein nicht, oh, das ist nur Einbildung. Er nimmt es als Befehl an und beginnt daran zu arbeiten, es Wirklichkeit werden zu lassen. Ich habe das mal mit etwas Kleinem getestet. Er wollte zusätzliche 500 Reais anziehen. Jede Nacht stellte ich mir vor, wie ich dieses Geld zählte, die Dankbarkeit, die Erleichterung spürte. Innerhalb von 2 Wochen rief mich ein alter Kunde aus dem Nichts an, um eine Schuld zu begleichen, die ich bereits vergessen hatte. Koinzidenz? Vielleicht. Aber das Unterbewusstsein kümmert sich nicht um Zufälle. Es kümmert sich um das, was du wiederholst. Was könntest du ihm heute sagen, um sein Morgen zu verändern? Und jetzt der dritte Teil, der Nevilles mächtigste Technik ist das Leben am Ende. Das ist der Schlüssel, der alles zusammenbringt. Am Ende zu leben bedeutet, sich vorzustellen, dass dein Wunsch bereits in Erfüllung gegangen ist. Es hofft nicht, eines Tages im Lotto zu gewinnen. Es fühlt sich an, als hätte man es jetzt schon gewonnen. Wie fühlen Sie sich mit diesem Geld in der Hand? Vielleicht lachst du mit deinen Freunden, planst eine Reise oder zahlst die Schulden ab, die dich seit Jahren belasten. Was machen Sie damit? Lebe diese Szene in deinem Kopf, bis sie sich so natürlich anfühlt wie das Zähneputzen. Stellen Sie sich einen Schauspieler vor, der eine Rolle probt. Er gibt nicht vor, die Figur zu sein. Er lebt die Figur, bis sie ein Teil von ihm wird. Du bist der Akteur deines eigenen Lebens und die Bühne ist dein Geist. Ich habe es getan, als ich eine große Veränderung wollte. Ich stellte mir vor, an einem neuen Ort zu sein, mit mehr finanzieller Freiheit und fühlte den Frieden, der damit einherging. Zuerst schien es wie ein ferner Traum, aber je mehr ich diese Szene erlebte, desto realer wurde sie. Und nach begannen sich die Türen zu öffnen. Du musst nicht darauf warten, dass sich die Welt verändert, um am Ende zu leben. Du veränderst die Welt, indem du innerlich anfängst. Bevor wir also weitermachen, möchte ich Sie mit einer Frage verlassen. Was ist die erste Szene des Überflusses, die Sie sich vorstellen können? Vielleicht sind Sie es, die einen Kontoauszug voller Nullen öffnen oder einen Sieg feiern, mit dem niemand gerechnet hat. Behalte dieses Bild in deinem Kopf, denn es ist der Anfang von allem, was als nächstes kommt. Jetzt, da du verstehst, wie das Gesetz der Annahme funktioniert, ist es an der Zeit, dir die Hände schmutzig zu machen. Ich möchte nicht, dass dies nur eine Theorie ist. Ich möchte, dass Sie dieses Video mit etwas Praktischem verlassen, etwas, das Sie heute tun können, um Geld anzuziehen und Ihr Leben zu verändern. Neville Goddard war nicht nur ein Philosoph, er gab uns echte Werkzeuge und ich werde Sie Schritt für Schritt durch sie führen. Nehmen Sie also ein Notizbuch, einen Stift oder sogar Ihr Handy mit, denn wir werden das gemeinsam aufbauen. Hier erfahren Sie, wie Sie seine Lehren anwenden können, um auf einfache und kraftvolle Weise Geld anzuziehen. Schritt 1. Wählen Sie einen bestimmten Wunsch. Seien Sie nicht vage. Es geht nicht nur um „Ich will mehr Geld“. Es ist „Ich möchte im Lotto gewinnen“ oder „Ich möchte einen unerwarteten Betrag von 5.000 Reais erhalten“. Je klarer Sie sind, desto besser. Das habe ich getan. Einmal beschloss ich, dass ich 2.000 Reais wollte, um eine zusätzliche Ausgabe zu decken. Ich schrieb genau das, was ich wollte, als wäre es eine Bestellung in einem kosmischen Restaurant. Also stellen Sie Ihre ein. Was willst du? Ein großer Preis?
Ein zusätzliches Einkommen? Entscheide dich jetzt und spüre, wie diese Klarheit dir Fokus gibt. Schritt 2. Erstellen Sie eine positive Affirmation. Das ist der Samen, den du in dein Unterbewusstsein pflanzen wirst. So etwas wie: Das Geld kommt leicht und freudig zu mir oder Ich bin ein Lottogewinner. Es muss einfach sein. Es muss in der Gegenwart sein und es muss dir ein gutes Gefühl geben, wenn du es sagst. Ich mag Fülle fließt mir jeden Tag zu, weil es mir ein Gefühl von Leichtigkeit gibt. Testen Sie jetzt ein paar Sätze in Ihrem Kopf. Welches spricht sie an? Wenn du es findest, schreibe es auf. Das wird Ihr Anker sein. Schritt 3. Visualisieren Sie jeden Abend vor dem Schlafengehen eine Szene, die Ihren erfüllten Wunsch darstellt. Warum vor dem Schlafengehen? Denn dann ist dein Geist entspannt, offen, bereit zu absorbieren. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, Sie feiern einen Lottogewinn. Vielleicht siehst du den Zettel in deiner Hand, die Zahlen aufgereiht, den Ansager, der deinen Namen ruft. Oder vielleicht legen Sie einen fetten Scheck auf die Bank und spüren das Gewicht zwischen Ihren Fingern. Ich mache das jeden Abend. Einmal stellte ich mir vor, eine Reise mit Geld zu bezahlen, das ich gewonnen hatte. Ich sah jedes Detail, das Rauschen der Wellen, den Geruch des Meeres. Bauen Sie Ihre Szene mit Liebe auf, als wäre es ein Film, bei dem Sie Regie führen. Schritt 4. Fühlen Sie die Emotionen dieser Szene, als ob sie jetzt real wären. Das ist wichtig. Es geht nicht nur ums Sehen, es ist das Fühlen. Wie empfinden Sie diesen Sieg? Erleichtert? Heiter? Stark? Lass diese Emotion in dir wachsen. Als ich mir diese Reise vorstellte, fühlte ich, wie Dankbarkeit mich überflutete, als wäre ich schon dort. Neville sagte, dass dieses Gefühl das Geheimnis ist. Also tauchen Sie ein in die Sache. Wenn es sich um die Lotterie handelt, spüren Sie den Freudensprung, das Herzrasen. Wenn es zusätzliches Geld ist, spüren Sie die Gewissheit, dass für alles gesorgt ist. Lebe diesen Moment. Schritt 5. Wiederholen Sie diese Affirmation und Visualisierung jeden Tag und ignorieren Sie jeden Zweifel. Das ist der Punkt, an dem viele Menschen aufgeben, aber du wirst es nicht tun. Dein Verstand sagt vielleicht: Das ist albern oder es gibt keinen Weg. Ich habe diese Stimmen auch in meinem Kopf gehört, aber ihr müsst ihnen sagen: Danke. Aber ich habe mich entschieden, an den Überfluss zu glauben. Neville betont, dass die Wiederholung den Glauben im Unterbewusstsein prägt, wie ein Fluss, der einen Weg in den Stein gräbt. Tun Sie dies mindestens 21 Tage lang, 3 Wochen Konsistenz, und beachten Sie die Veränderungen. Ich tat es. Mit diesen 2000 Reais. Und in weniger als einem Monat fiel mir ein freiberuflicher Job in den Schoß. Ich habe es nicht erzwungen, ich habe einfach gepflanzt und gewartet. Lass uns jetzt eine Mini-Übung machen, um dich auf den richtigen Weg zu bringen. Er pausiert das Video für einen Moment, nimmt ein Blatt Papier und schreibt seine Aussage auf. Meine wäre: Das Geld kommt leicht und freudig zu mir. Was ist Ihres? Sie schreibt ruhig und spürt jedes Wort. Dann schließt er für 2 Minuten die Augen und visualisiert sein Verlangen. Schaut euch die Szene an, ihr mit dem Geld, feiert, lebt. Spüre, wie die Aufregung in deiner Brust aufsteigt. Wie fühlen Sie sich? Halte dieses Gefühl fest. Fertig? Das seid ihr, die beginnt, eure neue Realität zu erschaffen. Sie haben bereits alles, was Sie brauchen, damit es funktioniert. Es ist nicht kompliziert. Es braucht keine Stunden. Es braucht nur dich, deinen Verstand und ein wenig Glauben. Neville hat uns dieses Geschenk gemacht und ich gebe es dir jetzt. Nun, da Sie wissen, was zu tun ist, wie können Sie das Feuer am Brennen halten? Wie hältst du dich selbst, ja, dich selbst, auf dieser Reise involviert? Lassen Sie uns das im nächsten Teil gemeinsam herausfinden. Jetzt, da Sie die Werkzeuge in Ihren Händen haben, möchte ich, dass wir es weiterführen. Dieses Wissen in etwas Lebendiges verwandeln. Etwas, das Sie in Ihrem Leben pulsieren fühlen. Dieses Video ist nicht nur zum Anschauen und Vergessen. Es liegt an Ihnen, ein Teil davon zu sein. Lassen Sie uns also gemeinsam einen besonderen Moment schaffen, denn wenn Sie sich engagieren, passiert die Magie wirklich.
Wenn dir gefällt, was du bisher gesehen hast, hinterlasse jetzt ein Like. Es hilft mir zu wissen, dass du bei mir bist. Und abonniere den Kanal, damit du keine Inhalte mehr über Manifestation verpasst, die deine Art, die Welt zu sehen, verändern können. Auf geht es? Ich möchte von Ihnen hören. Sagen Sie mir in den Kommentaren, welche Aussage haben Sie? Gewählt, um Geld anzuziehen? Vielleicht ist es Geld fließt mir leicht oder ich bin ein Lottogewinner. Schreiben Sie es unten auf, denn es auf Papier oder auf den Bildschirm zu bringen, ist wie der erste Schritt, um es real zu machen. Ich habe alle Bewertungen gelesen und kann es kaum erwarten, zu erfahren, was Sie ausgewählt haben. Und während du schreibst, denke mit mir darüber nach. Was würde sich in deinem Leben ändern, wenn du ohne jeden Zweifel daran glaubst, dass der Überfluss dein Schicksal ist? Es ist nicht irgendeine Frage. Für eine Sekunde und lass diese Idee in dir wachsen. Vielleicht würdest du aufhören, dir um jeden Cent Sorgen zu machen. Vielleicht würdest du anfangen, die Reise zu planen, die du dir schon immer gewünscht hast. Oder jemandem helfen, den du liebst. Wie würdest du heute anfangen, dich anders zu verhalten, wenn du wüsstest, dass das Geld unterwegs ist? Ich liebe es, eure Geschichten zu sehen, denn sie inspirieren mich genauso sehr, wie ich hoffe, euch zu inspirieren. Einmal schrieb mir jemand, dass er I am prosperous verwendet hat und innerhalb einer Woche eine Gehaltserhöhung bei der Arbeit bekommen hat. Eine andere Person sagte, sie habe einen Scheck gesehen und er sei aus dem Nichts aufgetaucht. Diese Dinge passieren und ich möchte, dass sie auch dir passieren. Also, lass uns gemeinsam eine Challenge machen. Es ist einfach, aber wirkungsvoll. Wiederholen Sie 7 Tage, nur eine Woche, lang Ihre Affirmation jeden Tag und visualisieren Sie Ihr Verlangen vor dem Schlafengehen. Es könnte sein, dass Sie im Lotto gewinnen, ein finanzielles Geschenk, erhalten oder zusehen, wie Ihr Bankkonto wächst. Tut es mit Glauben, mit Freude, als wäre es ein Spiel, von dem ihr bereits wisst, dass ihr es gewinnen werdet. Und dann kommt zurück in die Kommentare und teile mir die Ergebnisse mit. Das kann etwas Kleines sein, wie Geld auf der Straße zu finden, oder etwas Großes, wie ein unerwarteter Preis. Ich warte darauf, mit dir zu feiern. Und oh, Sie müssen es nicht alleine tun. Lade einen Freund ein, mit dir an dieser Herausforderung teilzunehmen. Stell dir die Kraft von 2 Köpfen vor, die sich auf Fülle konzentrieren. Wenn du von dieser Idee begeistert bist, hinterlasse jetzt ein Like und schreibe, ich nehme die Herausforderung an, in die Kommentare. Lasst uns gemeinsam eine Kette der Manifestation erschaffen, denn je mehr wir glauben, desto mehr empfangen wir. Und wenn Sie bereits spüren, wie diese Energie steigt, abonnieren Sie den Kanal, um über weitere Möglichkeiten auf dem Laufenden zu bleiben, das anzuziehen, was Sie verdienen. Was denkst du? Bist du bereit für diese 7 Tage, um alles zu verändern? Bei diesem Prozess geht es darum, dass du dich mit deiner Kraft, mit deiner Fähigkeit zu erschaffen verbindest. Neville Goddard sagte, dass wir die Architekten unserer Realität sind, und ich glaube das von Herzen. Bevor wir also zum Schluss kommen, lassen Sie uns alles zu einer Botschaft zusammenfügen, die Sie zum Handeln inspiriert. Bleib bei mir, denn das Beste kommt erst noch. Wir haben das Ende dieser gemeinsamen Reise erreicht und ich möchte, dass Sie hier mit einer Gewissheit in Ihrem Herzen gehen. Im Lotto zu gewinnen oder Geld anzuziehen, hat nichts mit Glück zu tun. Es geht nicht darum, darauf zu warten, dass das Universum dich auswählt. Es geht darum, die Kontrolle über dein Bewusstsein mit den Lehren von Neville Goddard zu übernehmen. Alles, worüber wir heute sprechen, die Macht deiner Worte, die Rolle des Unterbewusstseins, die Magie des Lebens am Ende, ist eine Landkarte für dich, um das Leben zu erschaffen, das du dir schon immer gewünscht hast. Ihr seid kein Zuschauer eurer Realität. Du bist der Schöpfer davon. Und das ist mächtig. Schließen Sie für einen Moment die Augen und stellen Sie sich ein Leben vor, in dem Sie nicht nur von Fülle träumen, sondern diese jeden Tag leben. Schau dir das an. Du wachst ohne das Gewicht finanzieller Sorgen auf, lächelst, während du planst, was du mit dem Geld machen sollst, das zu dir fließt, und fühlst die Freiheit, so zu sein, wie du wirklich bist. Das ist kein Märchen.
Es ist das, was passiert, wenn du weißt, dass deine Worte und Überzeugungen deine Realität erschaffen. Neville sagte, Glaube schafft Erfahrung. Und ich glaube das, weil ich gesehen habe, wie es mein Leben und das vieler anderer Menschen verändert hat. Diese Kraft hast du heute schon in dir gespürt. Jetzt ist es an der Zeit, es zu nutzen. Also, hier ist meine Einladung. Fangen Sie noch heute an. Wähle deine Affirmation, den Satz, der dein Herz zum Flattern bringt. Lebe am Ende, fühle dein Verlangen, als wäre es bereits real. Und wiederhole, 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 bis das Geld zu dir fließt wie ein Fluss, der nie aufhört. Es geht nicht um Perfektion, es geht um Konstanz. Wenn dieses Video dir geholfen hat, dein Potenzial zu erkennen, teile es mit jemandem, der es hören muss, einem Freund, einem Familienmitglied, jemandem, der diese Transformation genauso verdient hat wie du. Und abonnieren Sie den Kanal, um weitere Inhalte zu erhalten, die Sie auf dieser Reise noch weiterbringen. Wir sitzen im selben Boot. Sie sind nicht zufällig hier. Es war nicht das Schicksal, das dich zu diesem Video gebracht hat. Es warst du mit deinem Wunsch zu wachsen, dich zu verändern, etwas Größeres zu schaffen. Du hast die Macht, deine Zukunft zu gestalten, und sie beginnt jetzt, in diesem Moment. Also, sag mir, was wirst du erschaffen? Welche Szene des Überflusses wirst du heute in deinem Geist erschaffen? Ich glaube an dich und das Universum auch. Lassen Sie es uns möglich machen.